Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Das Thema Abschiebung ist eines, was viele Menschen in Deutschland bewegt. Und nach diversen Straftaten und der Europawahl kommt nun auch Bewegung in die Politik. Gefühlt wird alle paar Tage werden da neue Ideen und Forderungen präsentiert. So sollen beispielsweise schwerkriminelle Straftäter und islamistische Gefährder aus Afghanistan und Syrien in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Die Innenministerin ging heute sogar noch einen Schritt weiter. Auch wer terroristische Taten gutheißt, etwa in den sozialen Medien, soll künftig schneller ausgewiesen werden können. Sarah Tacke. Mannheim Ende Mai. Ein Islamist sticht auf einen Islamkritiker ein und tötet dabei ihn. Ruven Lauer, Polizist im Einsatz. Während Deutschland trauert, feiern einige wenige diese Messerattacke. Unter anderem er, Imam Mehdi nennt er sich und lädt Videos wie diese auf TikTok, YouTube und Instagram hoch. Ich schwöre bei Allah, der ist mein Vorbild, dieser Junge ist mein Vorbild. Guck mal, er sticht sogar den Polizei in seinen Hals. Was er sagt, ist schon jetzt strafbar. Aber die Bundesregierung will weitergehen, will künftig den, der Terror feiert und nicht deutscher Staatsbürger ist, abschieben. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett heute verabschiedet hat. Islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit leben, haben in unserem Land nichts zu suchen. Wer keinen deutschen Pass hat und hier terroristische Taten verherrlicht, der muss, wo immer möglich, ausgewiesen und abgeschoben werden. Konkret sieht die Verschärfung des Aufenthaltsrechts vor, dass künftig ausgewiesen werden kann, wer terroristische Straftaten belohnt oder billigt. Kurzum, wer öffentlich Terror feiert, ob auf der Straße oder im Internet, soll abgeschoben werden. Der Union geht das allerdings noch nicht weit genug. Das halten wir für zu kurz gesprungen. Auch die Vorbereitung einer derartigen Terrortat oder auch überhaupt die Stimmung anzuheizen in Deutschland, beispielsweise durch Forderungen nach einem Gottesstaat, nach einem Kalifatstaat, das müsste auch schon ausreichen, damit zwingend eine Ausweisung stattfindet. Auch die Gewerkschaft der Polizei ist durchaus für noch schärfere Regeln. Wir sehen auch, dass man weitere Tatbestände, bestimmtes Verhalten mit in dieses Vorgehen bringen kann. Insofern begrüßen wir, dass jetzt auch die Parlamentarier weitere Ideen entwickeln. Terrorabwehr und Menschen, die damit sympathisieren, das sind ganz wichtige Themen der aktuellen Zeit. Klar ist, der wehrhafte Staat, der immer wieder gefordert wird, soll neue Möglichkeiten bekommen, sich zu verteidigen. Oder auch abzuschrecken. Das Bundeskabinett hat den Entwurf von Nancy Faeser heute gebilligt. Aber was ist er in der Praxis wirklich wert? Sarah Tacke ist bei uns, Leiterin von Justiz und Recht, Recht und Justiz hier bei uns im ZDF. Sarah, wie einfach wird denn das werden, Verfasser von solchen Postings oder aber auch Menschen, die das liken oder bestätigen, kommentieren, dann überhaupt ausfindig zu machen? Klar ist, leicht wird es nicht werden. Denn die erste Herausforderung ist ja schon, wie bei ganz üblichen Hassposts auch, herauszufinden, wer steckt denn hinter dem Pseudonym. Denn Hass wird oft unter Pseudonym verbreitet. Aber selbst wenn man das herausgefunden hat, ist die nächste schwierig zu beantwortende Frage, hat da jemand wirklich eine Terrorstraftat gebilligt? Denn nicht jeder Messerangriff ist eine Terrorstraftat und nicht jedes Liken ist auch ein Billigen. Und das sind Fragen, die kann man nicht mal klar beantworten. Es gibt eindeutige Fälle, wir haben gerade einen gesehen, aber es gibt sehr viele Fälle, die eben nicht eindeutig sind. Und das ist auch für erfahrene Richter und Staatsanwälte sehr schwer, das zu bewerten, beurteilen, weil es auch immer ein Abwägen ist. Der Gesetzentwurf sieht aber vor, dass diese Entscheidung dann bei einem Behördenmitarbeiter liegt. Und wie der das genau beantworten soll, noch offen. Das heißt, es ist ein Entwurf. Wie und ob der am Ende Realität wird, bis dahin ist noch einiges zu klären. Okay, und letztendlich gilt ja auch noch die Gewaltenteilung bei uns. Das ist noch mal ein anderes Thema. Die große Frage ist natürlich, und wie realistisch ist das dann mit dem Abschieben, wenn der Staat ja nicht mal jetzt zuverlässig in der Lage ist, Straftäter, Vergewaltiger, Mörder abzuschieben?
Genau, das ist der nächste große Knackpunkt, die nächste große Herausforderung. Selbst mal angenommen, dieser Gesetzentwurf wird Realität. Und wir haben dann den Fall, dass ein Behördenmitarbeiter ganz klar sagen kann, wir haben es hier mit XY zu tun und er hat ganz klar eine Terrortat gebilligt und ist jetzt ausreisepflichtig. Damit ist er dann ja noch nicht abgeschoben, sondern er soll ausgewiesen werden. Und dann haben wir die Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, nimmt das Herkunftsland ihn auf? Oder kommt er aus einem Land, in dem er gefoltert werden würde, in das gar nicht abgeschoben werden kann? Und dann kann man natürlich, Stichwort Gewaltenteilung, gegen diese Anordnung auch noch vor den Verwaltungsgerichten klagen. Das heißt, es ist dann damit auch noch nicht getan. Das heißt, dieser Entwurf hat vor allem Symbolkraft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn das Ganze entfaltet natürlich trotzdem eine Kraft. Das heißt, ja, es wird ganz sicher nicht aufgrund dieses neuen Gesetzentwurfs am Ende, selbst wenn er Realität wird, massenhaft abgeschoben und ausgewiesen. Aber es ist eine deutliche Stellungnahme, dass der Staat wehrhafter werden will. Sagt Sarah Tacke, die Leiterin von Recht und Justiz. Wir sind gespannt, wie das alles weitergeht. Danke dir. War es ein Versuch, politisch unliebsame Wissenschaftler zu maßregeln, ihnen gar Forschungsgelder zu entziehen? Der Bundesforschungsministerin wird genau das vorgeworfen. Auslöser der sogenannten Fördergeldaffäre ist die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps im Mai an der FU Berlin, gegen das sich Professorinnen wie Dozenten in einem Brief öffentlich ausgesprochen hatten. Daraufhin ließ das Ministerium dann prüfen, welche der betreffenden Wissenschaftler Fördergelder erhalten. Die Ministerin selbst will von diesem Prüfauftrag nichts gewusst haben und entließ schließlich eine Staatssekretärin, die eigenmächtig gehandelt haben soll. Aber wie glaubhaft ist das alles? Bernd Bentin. Seit Wochen türmen sich die Fragen im sogenannten Fördergeldskandal. Seit Wochen liefert die Bildungsministerin wenig Antworten und läuft auch heute zielstrebig an der ersten Gelegenheit für Fragen und Antworten vorbei. Geben Sie ein kurzes Statement? Nein, sie gibt kein Statement. Dafür kann ihr der Bildungsausschuss Fragen stellen. Zufrieden allerdings ist die Opposition hinterher nicht. Wir haben jetzt mit ihr diskutiert. Wir haben allerdings auf die entscheidenden Fragen keine Antwort bekommen. Ja, man muss leider sagen, dass in dem Ausschuss die Ministerin jetzt eigentlich keinen der Vorwürfe entkräften konnte. Im Mai löst die Polizei ein pro-palästinensisches Protestcamp an der Freien Universität Berlin auf. Das kritisieren Wissenschaftler in einem offenen Brief als Angriff auf die Meinungsfreiheit. Stark-Watzinger zeigt sich über diesen offenen Brief erschüttert. Wenig später wird enthüllt, das Ministerium prüft, ob für diese Wissenschaftler, Zitat, förderrechtliche Konsequenzen möglich sind. An den Unis und Hochschulen sind sie darüber entsetzt. Viele sehen die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Eine Petition mit über 3000 Unterschriften fordert Konsequenzen für Stark-Watzinger. Die Ministerin scheint sich zu verschanzen. Was wir jetzt brauchen, ist Transparenz, denn es hat einen massiven Vertrauensverlust gegeben innerhalb der Wissenschaft. Und uns wird das besonders von unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen gespiegelt, von jungen Menschen auf befristeten Stellen, die Angst haben, weil sie nicht genau wissen, wie sie sich äußern können. Stark-Watzinger sagt, sie hätte von dem Vorgang nichts gewusst. Ihre damit befasste Staatssekretärin hat sie inzwischen entlassen. Sie bleibe bei der Kritik an dem Protestcamp und an denen, die es verteidigt haben. Trotzdem hätten die nichts zu befürchten. Ganz klar und deutlich. Im BMBF vergeben wir Fördermittel nach wissenschaftlicher Exzellenz, nicht nach politischen Weltanschauungen. Das ist das Kernprinzip von Wissenschaftsfreiheit. Dafür stehe ich auch persönlich. Allerdings, ob es wirklich nur eine verunglückte Mail und der Fehler einer Staatssekretärin war, daran haben einige Zweifel. Die Rechercheplattform Frag den Staat hat die Herausgabe interner Dokumente erwirkt. Die zeigen, im Ministerium wurde auch konkret an einer Liste gearbeitet von den betroffenen Wissenschaftlern und ihren Fördergeldern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ministerin davon nichts wusste. Sie hat sich sehr frühzeitig öffentlich positioniert zu diesem Fall. Und daraufhin wurde in der Behörde dann vorangetrieben, dass man zum Beispiel diese Liste erstellt. Man kann schon davon ausgehen, dass eine Ministerin, die ihr Haus im Griff hat, davon Bescheid weiß. Der Vorgang hat für Verunsicherung, für eine Entlassung und für viele Fragen gesorgt. Geklärt scheinen die auch nach heute nicht.
Es sollte eine Regierungserklärung zu den bevorstehenden Gipfeln von EU und NATO sein. Doch Olaf Scholz holte dann doch etwas weiter aus. Das Vertrauen sei erschüttert, die Zuversicht abhanden gekommen. Das habe sich im Ergebnis der Europawahl widergespiegelt, so seine Analyse. Helfen solle da jetzt Zuversicht, aber auch der Ausbau der Infrastruktur sowie die Modernisierung der Wirtschaft und Energieversorgung. Viel weiter führte er das alles nicht aus. Mehr Klarheit gab es dafür an anderer Stelle. Lars Bonsack. Ein freundliches Händeschütteln vor einer Debatte, die offenbart, wo Regierung und Union eher beieinander sind und wo nicht. Einig beide Seiten bei der Besetzung des EU-Spitzenpersonals und auch bei der Hilfe für die Ukraine. Einig auch in der Bewertung des Boykotts der Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag durch AfD und BSW. Dass so viele Abgeordnete von dort und von dort weiter hinten nicht hier gewesen sind, das war falsch, das war feige und dieses Hauses unwürdig. Wer bei dieser Passage Ihrer Rede lieber Herr Bundeskanzler, Sie darüber gesprochen haben, die Zwischenrufe von Ihnen da hört und Ihr Feixen und Ihr Lachen hört. Meine Damen und Herren, man muss sich schämen, im deutschen Parlament solche Abgeordnete sitzen zu haben. Das Abschneiden rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl bezeichnet der Kanzler als Einschnitt und räumt eine Vertrauenskrise ein. Priorität der Regierungspolitik müsse sein, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Wir müssen dafür sorgen, dass Zuversicht wieder wächst in Deutschland und Europa, in vielen Ländern der Welt. Und wir müssen dort, wo Zuversicht fehlt, sie neu begründen. Doch der Oppositionsführer lässt keinen Zweifel daran, wen er für die Vertrauenskrise verantwortlich macht. Die Regierung habe kein Konzept für das Land. Ganz Europa leide unter der politischen und wirtschaftlichen Schwäche Deutschlands. Seitdem Sie Verantwortung tragen in Deutschland, rauscht Deutschland im internationalen Vergleich die Ränge nur so herunter. Regierungsfähigkeit -9 Plätze, öffentliche Finanzen -4, Produktivität -7, Wirtschaftspolitik -13. Dass die Verabschiedung des Haushalts 2025 verschoben worden ist, wirft für Scholz kein schlechtes Licht auf die Arbeit der Ampel. Im Gegenteil, er glaube, dass sehr kollegiale Gespräche in der Bundesregierung stattfinden, dass das sachorientiert ist und dass Sie im Wesentlichen auf Mutmaßung angewiesen sind, weil wir es unter uns machen. Diese erneute Verschiebung, die Sie da gemacht haben, ist doch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir zurzeit in Ihrer Koalition erleben, die nur noch von der Not zusammengehalten wird. Der Ton rau und unversöhnlich. Das Duell zwischen Kanzler und Oppositionsführer hat schon mal einen Vorgeschmack gegeben auf die kommenden Wahlkämpfe. Wir machen jetzt weiter mit einer Personalie, die bekannt war, Christopher, aber heute dann wirklich offiziell verkündet wurde. Genau, die NATO hat den scheidenden niederländischen Regierungschef Rutte offiziell zu ihrem neuen Generalsekretär ernannt. Der 57-Jährige tritt Anfang Oktober die Nachfolge des Norwegers Stoltenberg an. Rutte gilt als enger Verbündeter der Ukraine. Die NATO-Länder erhoffen sich von ihm, dass er das Bündnis zusammenhalten kann und weitere Hilfe für die Ukraine organisiert. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach jahrelanger Haft und einem langen juristischen Tauziehen in seiner Heimat Australien eingetroffen. Zuvor hatte ein US-Gericht auf der westpazifischen Insel Saipan eine Vereinbarung zwischen Assange und der amerikanischen Justiz gebilligt. Der 52-Jährige hatte sich der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe geheimer US-Dokumente schuldig bekannt. Im Gegenzug erging eine Haftstrafe, die aber durch seinen Gefängnisaufenthalt in Großbritannien als bereits verbüßt gilt. Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen im Libanon erneut dazu aufgefordert, das Land zu verlassen. Hintergrund ist die Kriegsgefahr an der Grenze zu Israel. Dort werden die Gefechte zwischen der radikal-islamischen Hisbollah und Israel immer heftiger. Die Situation könne jederzeit weiter eskalieren, so das Auswärtige Amt. Im ganzen Libanon herrsche erhöhte Terrorgefahr. In Cottbus hat der Deutsche Bauerntag begonnen. Bei der zweitägigen Veranstaltung soll es vor allem um die angespannte Lage der Landwirte und weitere Entlastungen durch die Politik gehen. Bauernpräsident Ruckwied kritisierte in seiner Eröffnungsrede die Agrarpolitik der Regierung. Das gestern von der Koalition beschlossene Entlastungspaket für Landwirte reiche bei weitem nicht aus. Nötig seien zudem mehr EU-Gelder für die Landwirtschaft.
Die Lage in Kenia bleibt angespannt. Nach Massenprotesten mit mehr als 20 Toten und rund 300 Verletzten hat Präsident Ruto angekündigt, auf die geplanten Steuererhöhungen zu verzichten. Die Demonstranten werfen Rutos Regierung Korruption und Vetternwirtschaft vor. Gestern schafften sie es, das Gelände rund um das Parlament zu stürmen und in den Plenarsaal einzudringen. Die Polizei reagierte mit scharfer Munition. Vernünftig recherchieren, das ist das Handwerkszeug eines guten Journalisten. In Russland ist Recherchieren allerdings unerwünscht und wird deshalb auch einfach als Spionieren bezeichnet. Und wer das angeblich tut, der landet vor Gericht. So wie der US-Reporter Evan Gershkovich. Nach mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft hat heute sein Prozess begonnen. Sollte er schuldig gesprochen werden, wovon viele ausgehen, obwohl es bisher keine Beweise für seine angebliche Tat gibt, dann drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Und eines muss man wissen: Je höher die Haft, desto wertvoller wird er als Faustpfand. Und über das Ganze, über dieses durchsichtige Spiel des Kreml, Felix Klauser. Es sind 455 Tage. Mascha Borsunowa hat mitgezählt. 455 Tage, die ihr Kollege und enger Freund Evan Gershkovich in russischer Haft sitzt, in denen die russische Journalistin, die mittlerweile in Berlin arbeitet, Briefe ins Gefängnis schickt und auf Freiheit für Evan hofft. Auf der einen Seite ist es mir fast unerträglich, jemanden, der mir so nahe steht, in einem Käfig zu sehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich, wie er lächelt und lacht, trotz der Umstände. Sein Lächeln zeigt Gershkovich auch heute wieder, bevor der Prozess beginnt, den dem 32-jährigen Spionage im Auftrag der CIA vorgeworfen wird und bis zu 20 Jahre Haft drohen. Rückblick, März 2023. Festnahme von Gershkovich während einer Recherchereise nach Jekaterinburg, einem Zentrum der russischen Rüstungsindustrie. Seitdem sitzt der US-Reporter in Untersuchungshaft. Gershkovich weist die Vorwürfe zurück. Für den amerikanischen Präsidenten, für das Weiße Haus ist die Sache klar und nichts anderes als ein Scheinprozess. Evan war nie für die US-Regierung beschäftigt. Evan ist kein Spion. Journalismus ist kein Verbrechen. Gershkovich ist der erste US-Journalist seit dem Kalten Krieg, der wegen Spionagevorwürfen in Russland inhaftiert wird. An Zufall mögen Russlandkenner dabei nicht recht glauben. Eher, dass der Reporter als Faustpfand dient, um im Westen inhaftierte Russen freizupressen. Es wird spekuliert, dass es der in Deutschland einsitzende russische Agent Krasikov ist, der 2019 im Tiergarten einen Exil-Tschetschenen ermordet hat. Und dass man versucht, hier über Bande einen Deal zu machen. Doch das Kalkül des Kreml ist wie so häufig schwer durchschaubar. Und so könnte der Tausch mit dem sogenannten Tiergartenmörder nicht das einzige Ziel sein. Für Putin ist es absolut sinnvoll, ihn noch länger in Haft zu lassen, um eben innenpolitisch in den USA die Debatte vor sich herzutreiben. Indem man Biden Schwäche vorwirft, nicht liefern zu können, Trump dagegen eine Möglichkeit gibt zu sagen, er könnte einen Deal machen. Die Hoffnung auf einen solchen Deal nährt Präsident Putin persönlich. Zuletzt Anfang Juni in St. Petersburg, im seltenen Gespräch mit westlichen Nachrichtenagenturen. Solche Verhandlungen lieben einen ruhigen, professionellen Ansatz und den Dialog zwischen Geheimdiensten. Vor einem Austausch müsste wohl der Prozess beendet sein. Nächster Verhandlungstag, 13. August. Evan Gershkovich bleibt damit auch ein politischer Spielball des Kreml. Und er bleibt in Putins Hand. Von einem vermutlichen Showprozess zu einer Showwahl. Iran sucht einen neuen Präsidenten, nachdem der alte bei einem Hubschrauberabsturz ja umgekommen war. Der Wächterrat, der Hüter der Verfassung, hat 6 Kandidaten zugelassen, allesamt Männer, 5 Hardliner und einen Gemäßigten. Überzeugte Reformer sind nicht dabei. Vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum auch bei der letzten Präsidentschaftswahl nicht mal die Hälfte der Wahlberechtigten hingegangen ist. Für Begar berichtet aus Teheran. Öffentlich über die Wahlen sprechen. Viele Iranerinnen und Iraner winkten da ab. Wie hier, heute Nachmittag vor der Teheraner Universität. Helja und ihre Freundinnen aber formulieren ihre Hoffnungen.
Sicherheit für Frauen und Mädchen auf Irans Straßen. Dafür solle der neue Präsident sorgen, sagt die 22-jährige Studentin. Ihre Freundin ergänzt: Unser Land braucht einen guten Präsidenten, um die Beziehungen zu anderen Ländern zu verbessern, um freundschaftliche Bindungen aufzubauen. Er muss die wirtschaftliche Situation wirklich in den Griff bekommen. Vor allem Hardliner sind am Freitag zur Wahl zugelassen, teils langjährige Weggefährten des ehemaligen Präsidenten Raisi, der im Mai durch einen Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Nur einer sticht aus diesem Kandidatenfeld als moderat hervor: Massoud Pezeshkian. Der frühere Gesundheitsminister kritisiert deutlich die strikten Kleidervorschriften für iranische Frauen. Wenn wir sie mit den Methoden der Moralpolizei schikanieren, bringen wir sie gegen uns auf. Wenn sie, die iranischen Frauen und Mädchen und andere, die die Wahlurnen boykottiert haben, sich entscheiden, wählen zu gehen, können sie die andere Seite mit ihren engstirnigen und totalitären Ansichten zumindest stoppen. In manchen weckt das Hoffnung, in anderen Misstrauen. Sie glauben, Pezeshkian dürfe nur kandidieren, damit diesmal auch diejenigen wählen gehen, die sich nach Reformen sehnen. Und damit seine Regierung legitimieren. Während er das Volk an die Urnen ruft, macht Irans oberster Führer gestern klar, dass der neue Präsident keine Kehrtwende in der Außenpolitik vollziehen können wird. Einige Politiker in unserem Land glauben, sie müssten sich vor dieser oder jener Macht beugen. Oder sie denken, dass der Weg zum Fortschritt immer über Amerika führt. Nein, solche Leute können das Land nicht gut regieren. Ali Sadi studiert Kunst. Aus seiner Sicht gibt es einen wichtigen Faktor, der Irans Fortkommen hindert: die Distanz zwischen Regierung und Volk. Sie verstehen nicht, wie sehr sie von uns profitieren könnten. Innerhalb von 10 oder 20 Jahren könnten wir unsere Stadt verschönern, die Menschen glücklich machen, Geld generieren. Aber sie hören uns nicht zu. Ob er übermorgen wählen geht, hat er noch nicht entschieden und dürfte damit bei weitem nicht allein sein. Und wir schauen jetzt auf die Wirtschaft. Da kommt es zu einer interessanten bis, Christopher, ich würde fast sagen, überraschenden Zusammenarbeit. Ja, Volkswagen holt sich Hilfe für seine Elektroautos, und zwar vom US-amerikanischen Tesla-Konkurrenten Rivian. Dafür nimmt VW 5 Milliarden $ in die Hand. Fragen wir nach bei Frank Bethmann an der Börse in Frankfurt. Was ist Rivian denn eigentlich für ein Unternehmen und warum geht VW diesen Schritt? Im Vergleich zu VW noch ein sehr junges Unternehmen. Eine dieser Firmen, die Autos ganz anders denken von der Softwareseite her. Rivian entwickelte von Anfang an eine eigene elektronische Fahrzeugplattform. Vereinfacht gesagt, die Amerikaner haben dort ihre Stärken, wo VW schwach ist bei den Themen Software und Netzwerk. Die hauseigenen Versuche mit einer selbstentwickelten Softwarearchitektur wieder den Anschluss an die Weltspitze herzustellen, dauern offenbar zu lange. So gesehen erkaufen sich die Wolfsburger mit dem Milliardeneinstieg jetzt einen wertvollen Technologiezugang. Ja, und ist das jetzt der große Befreiungsschlag für VW? Darüber gehen die Meinungen noch auseinander. Als Beleg dafür: Wie haben sich denn die Aktien der beiden Autobauer heute entwickelt? Antwort: höchst unterschiedlich. Während VW-Aktien nachgaben, schnellten die Rivian-Papiere doch deutlich nach oben. Rivian, so innovativ und modern das Start-up auch ist, die Amerikaner plagen große Geldsorgen. Rivian verbrennt mit jedem verkauften Auto Geld. Kurzum, VWs Milliardenspritze sichert Rivian zunächst mal das wirtschaftliche Überleben. Ob sich die Zusammenarbeit auch für Volkswagen rentiert, muss sich sicherlich erst noch zeigen. Vielen Dank an unseren Wirtschaftsfachmann Frank Bethmann. Es gibt aktuell eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen von Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Bereits am Nachmittag traf es unter anderem die Region am Bodensee. In Singen bei Konstanz kam es infolge starker Regenfälle zu überfluteten Straßen und Geschäften. In Markdorf musste ein Campingplatz geräumt werden. Mehr zur Unwetterlage gleich auch bei den Kollegen vom Wetter. Und dann schauen wir auf die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten wie immer ohne Gewähr: 7, 17, 30, 35, 36, 39 und die Superzahl 9. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text.
Der bayerische Liedermacher und Mundartbade Fredel Fesel ist tot. Er sei nach jahrelanger schwerer Krankheit am Dienstag gestorben, wie seine Familie bestätigte. Fesel wurde vor allem mit teils bissigen Wortspielen in bayerischer Mundart berühmt und brachte die Menschen auch mit seinen ellenlangen Monologen zum Lachen. Der Königsjodler gilt als eines seiner berühmtesten Werke. Fesel wurde 76 Jahre alt. Und wir blicken jetzt zum Schluss auf die EM, konkret auf die Gruppe E. Spannende Gruppe, denn jeder hatte noch die Chance aufs Achtelfinale. Rumänien, Belgien, Slowakei und die Ukraine. Allesamt waren punktgleich und sie sind es nach dem letzten Spiel immer noch. Aber nur maximal 3 kommen weiter. Wer es geschafft hat, Maili Scheidemann. Mit Abpfiff feiern 2 Außenseiter ihren großen Triumph. Rumänien und die Slowakei qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Slowakei in Blau geht in der 24. Minute in Führung. Ondrej Duda, der Ex-Bundesligaspieler, zum 1:0. Perfekte Flanke von Kucka und Duda hat genug Platz, um zu vollenden. Nur 10 Minuten später trifft Hansko Hadži gleich zweimal. Der erste Kontakt ist außerhalb, der zweite allerdings im Strafraum. Deshalb gibt's Elfmeter. Razvan Marin mit Wucht 1:1. Entschlossener kann man einen Elfmeter kaum schießen. Das temporeiche Unentschieden bringt Rumänien den Gruppensieg. Die Slowakei kommt als Dritter weiter. Bitter für die Ukraine. Obwohl sie mit den anderen Teams punktgleich ist, scheidet sie wegen des schlechteren Torverhältnisses aus. Den Belgiern dagegen reicht ein 0:0 gegen die Ukraine für Platz 2. Und Belgien trifft jetzt übrigens auf Frankreich. Jetzt sind aber erst mal 2 Tage Pause, also Fußballpause. Samstag geht es dann los mit den Achtelfinalspielen und Deutschland. Yes. Und nachher um 0:45 Uhr meldet sich dann Nazan Gökdemir mit dem Heute-Journal-Update. Von uns noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Ciao. Guten Abend. Wir haben es mit einem interessanten Tief zu tun, dem Tief Zoe über den Alpen. Das würde ja eigentlich ganz gerne weiter Richtung Westen ziehen, aber da hat das Tief Jana was dagegen. Das wird uns in den nächsten Tagen mit kühlerer Luft beschäftigen. Aber jetzt aktuell haben wir es mit vielen Gewittern zu tun. Sie sehen diese richtigen Gewittercluster, wie sie heute über Tag entstanden sind. Und das ging früh los. In der Bodenseeregion gab es schon heute Morgen zum Teil Starkregen mit 70 Liter Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde. Dann gewitterte es in Baden-Württemberg, aus den Alpen heraus, auch hier im nördlichen Bayern, in Thüringen, in Teilen von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg, aber auch im östlichen Hessen. Und jetzt schauen wir uns die letzten 3 Stunden noch mal genauer an. Da sehen Sie nämlich genau diese Gewitterzelle, die über Frankfurt am Main hinweggezogen ist. Und auch, dass es jetzt aktuell noch gewittert hier in Bayern. Sie sehen aber auch diese gelben Punkte, sie werden immer weniger. Die Gewitter werden im Laufe der Nacht also mehr und mehr nachlassen. Das wird eine laue Sommernacht mit Tiefstemperaturen zwischen 19 und 14 Grad. Und morgen wird es noch mal schwül heiß für die meisten von uns mit Werten um 30 Grad. Etwas weniger heiß ist es in Bayern mit 25 bis 26 Grad. Und morgen ziehen die Gewitter etwas weiter nach Norden. Den Unwetterstreifen, den erwarten wir morgen Nachmittag hier von Schleswig-Holstein bis nach Bayern. Und mit diesen Gewittern haben wir es auch noch am Freitag zu tun. Die ziehen dann ostwärts raus. Dann aber kommen am Samstag von Westen schon wieder neue Gewitter heran, richtig heftige Gewitter, die dann in der Nacht zu Sonntag und Sonntag über Tag ostwärts weiterziehen. Guten Abend.